Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns nochmal auf F24 auf meinem Krieger. Ich hatte euch ja gestern meine Pläne für die bevorstehende Woche jetzt bereitgestellt und ich will mich nochmal versuchen, in den Dungeons nochmal das Beste nochmal rauszuholen. Vielleicht schaffen wir es bis zum LD, also bis zum Sonntag, wo wir uns jetzt neu equippen werden, hier auf dem Account nochmal eine Stufe hochzukommen. Ich denke mal, das könnte machbar sein, denn wir haben jetzt wieder gute Chancen im Sandsturm gegen ein paar Gegner. Wir hatten ja jetzt auch Gold-Event gehabt und mein Char ist dann doch nochmal ein bisschen stärker geworden. Und vor allen Dingen in der Schattenwelt, will ich auf jeden Fall noch Hades besiegen. Ich glaube, der wird unerlässlich sein, wenn wir noch das Level-Up bis dahin schaffen wollen. Ansonsten wird es schwierig, weil der gibt uns halt eben geschlagene 300 Millionen XP. Im Sandsturm, die geben uns nicht allzu viel, aber weil wir jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt noch gerade 4 Stunden Hexentanz haben, wollte ich heute primär nochmal in den Sandsturm reingehen, weil jetzt zum Hexentanz lohnt es sich halt, da können wir gleich die Items verwerten, für doppelten Wert zur Hexe bringen und deswegen werden wir uns heute explizit auf den Sandsturm konzentrieren, gucken, wie weit wir da kommen und dann je nachdem gucken, ob wir dann Hades noch Ende der Woche irgendwann besiegen, um halt eben nochmal die letzten Prozente nochmal rauszukitzeln, weil Hades hat momentan eine Chance von 0,85%, ist machbar, geht besser, aber wir hatten auch schon Gegner besiegt, die deutlich weniger Prozentanzahl hatten und deswegen ist es, denke ich mal, nicht unmöglich, sag ich mal so. Ne? Aber wie gesagt, heute habe ich mir gedacht, in Kombination mit dem Hexentanz versuchen wir es nochmal im Sandsturm ein bisschen. Ich hatte hier nochmal die Chancen ausgerechnet. Wir befinden uns gerade auf Stufe 251, also hier. Und wir sehen, wir haben ganz gute Chancen noch hier ein bisschen weiterzukommen. Also das sollte eigentlich alles noch relativ machbar sein. Hier wird es nachher schwierig, aber vielleicht bis 273 hatte ich so gedacht, könnten wir eventuell das schaffen, je nachdem, wie die Gegner jetzt aussehen werden. Ne, ob die jetzt ein große Herausforderung werden oder nicht. Aber ich würde mal sagen, wir schnacken gar nicht lange und gehen mal direkt rein in den Dungeon. Und mit jedem Gegner nähern wir uns natürlich dem Ziel, Stufe 606 zu werden und halt eben damit uns dann neu zu equippen. Es wird auf jeden Fall wirklich sehr, sehr lange, also es wird auf jeden Fall sehr, es wird Zeit, wollte ich damit ausdrücken. Was ist das jetzt hier? Medusa 52. Das kann doch wohl nicht sein, dass das jetzt hier schon so hakt. Was haben wir hier? Eine 8, oder fast 9%ige Chance, also mehr als der Gegner davor. Und das letzte Mal, als ich hier mich durch die Dungeons gepilzt hatte, da hatte ich ja gesagt, so irgendwie, so wenn die Gegner irgendwie so, keine Ahnung, gefühlt 5 oder 6 oder 7 oder lass es 9% sein so, oder 10% teilweise, hatte ich dann gesagt, die müssten eigentlich schon so First Try, also 2, 3 Tries, dann müssten die liegen so, ne? Das war nicht darauf bezogen, dass irgendwie, das wurde, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden, darauf bezogen, dass ich das irgendwie falsch aufgefasst hatte, so mäßig. Ja, dass denn jetzt, keine Ahnung, dass der in ein von 4 Tries oder so liegen müsste, dann wären es halt 25%, ist ja klar. Aber vom Gefühl her, sag ich mal so, ne? Vom Gefühl hat ein 10%iger Gegner, der braucht nicht mehr als 2, 3 Tries. Vom Gefühl. Also, ne, wenn ein Gegner 10% hat, also eine 10%ige Chance, dass der liegt, ne, ist mir das ja natürlich auch bewusst, dass das vom Verhältnis her vielleicht so 1:10 wäre oder so, ne? Aber vom Gefühl ist es halt eben so, dass so eine Gegner, die so viele Prozente haben, eigentlich fast schon Free-Try sind. Also, dass die nicht viel mehr als 2, 3 Tries gefühlt brauchen. So, ne? Klar brauchen die natürlich dann ein bisschen mehr. Ist natürlich auch immer noch ein bisschen glücksabhängig. Du kannst auch einen Gegner, der 0,10% hat, First Try besiegen. So, ne? Das ist natürlich alles komplett glücksabhängig. Aber das war letztes Mal so, wo ich so dachte, das vom Gefühl her sind die 10%igen nicht so schwer, wie ich da jetzt Tries reingeballert hatte. So, ne, da hatte ich, keine Ahnung, vielleicht dann 10, 15 Tries in einen Gegner reingetried, der irgendwie 10% hat oder so gefühlt.
Und ja, das empfand ich dann schon als relativ viel, sag ich mal, fürs Verhältnis. So, ist einfach nur gefühlstechnisch halt eben so, ne? Aber natürlich statistisch gesehen sieht es natürlich anders aus, ne? Das ist natürlich klar. Ja, okay, wir sind jetzt bei 256. Hier, der sieht schon wieder ein bisschen schwieriger aus, 2,36%. Ja, ein paar Etagen würde ich schon noch gerne hochkommen wollen. Ja, manchmal habe ich auch so das Gefühl, ne, es ist halt wieder alles Gefühlssache so, ne, sehr viele Gefühle heute hier mit dabei. Es ist natürlich nichts aussagend, dass die Sandsturmgegner teils vielleicht noch gar nicht so richtig hundertprozentig irgendwie, ja, prozentual ausgerechnet worden sind. Weil ja, manche, wie gesagt, vom Gefühl her deutlich schwieriger sind. So als das, was man so sonst für, keine Ahnung, so 5- oder 10-prozentige Gegner an Tries braucht, so, ne? Aber wie gesagt, das ist halt einfach nur so eine Empfindungssache. Statistisch kann ich da natürlich nicht reinschauen, wie es ist, ne? Genauso wie der Gegner jetzt gerade hier. Der hat jetzt hier, was hat der? Welcher war das? 2,15. Ist auch nicht verkehrt eigentlich. Okay, jetzt liegt er. Ja, jetzt liegt er einfach. Ist auch manchmal einfach Pech. Ist auch manchmal einfach Pech, was das Ganze angeht, so von den, ja, von den Tries her. Ne? Das kann man dann manchmal dann halt auch eben einfach nicht beeinflussen. Naja, gut, aber ist egal. Wir versuchen ein paar Ebenen noch zu schaffen hier im Sandsturm. Wir nutzen das Hexen-Event aus und zum Ende der Woche, ich glaube, das wird wirklich, wirklich wichtig, dass wir den Olymp-Gegner besiegen. Ja, deswegen da will ich auf jeden Fall mich noch bis zum Ende der Woche noch ein bisschen verstärkt haben hier auf dem Server, dass wir den auch dann wirklich schaffen, weil der ist nicht unmöglich so, ne? Der Hades. Im Gegenteil, der ist sogar eigentlich sehr gut machbar. Und ja, ihr seht das jetzt hier, das meine ich halt vom Gefühl her, ne? Guck mal, der Hades, der hat jetzt eine Chance von 0,85. Die Tries, die wir gegen Hades hatten, die sehen teilweise so aus, als hätte der 10%. So, und die Gegner, die aber 10% haben, die sehen so aus, als hätten die 0,5%. So. Ne, das meine ich halt so vom Gefühl ist es manchmal ein bisschen, also es ist manchmal ein bisschen komisch so, ne? Aber naja, wie gesagt, ist halt eben einfach alles Empfindungssache hier, ne? Ja, aber wie gesagt, Hades nicht unmöglich. Im Gegenteil, sollten wir vielleicht bis zum Ende der Woche schaffen, wenn wir ein paar Tries da reinziehen hier gegen ihn, dann ist er vielleicht machbar. Hier seht ihr, da sind gute Tries dabei mitunter, ne? Und wie gesagt, der ist halt auf 0,85 jetzt gerade hier unterwegs. Ne? Das mal dazu, auf jeden Fall, ne? Und dann haben wir jetzt hier so einen Gegner, ja, der teilweise natürlich auch sehr gute Tries hat, aber hier, wenn wir einfach mal vergleichen, 258, der hat einfach mal fast 5%. Also, versteht ihr das, was ich meine so? Also, was ich damit ausdrücken will so? Ne? Ich meine, klar ist der natürlich eher machbar als der andere, das ist natürlich klar, aber die Tries sehen manchmal echt komisch aus hier irgendwie. So vom Gefühl. Gut, aber lassen wir das jetzt auf jeden Fall. Ist natürlich auch viel Random-Sache dabei, so, ne? Als Krieger, ne, wie oft blockst du? Dann hast du natürlich auch noch die Schadenspanne auf deiner Waffe, die natürlich auch unterschiedlich da ausfallen kann und so, ne? Das kann natürlich schon viel die Tries dann beeinflussen. Dementsprechend können die natürlich dann auch relativ unterschiedlich ausfallen. Aber ich finde, beim Krieger geht das ja gerade noch, ne? Der Krieger ist ja jetzt nicht so eine Klasse, die jetzt so extrem schwankt, sag ich mal. Ist jetzt nicht die beste Dungeon-Klasse, ist ja klar. Es ist sogar einer der schlechteren Dungeon-Klassen, würde ich sagen. Wie sieht das denn halt eben bei Klassen aus, wie zum Beispiel den Dämonenjäger, wenn man den konstant spielt, oder den Nekromanten so, ne? Ja, oder den Berserker, ne? So eine Klassen halt, ne? Die halt eben eigentlich noch mehr schwanken so in sich, ne? Da sieht es ja nochmal ganz anders aus, ne? Deswegen ja, aber so eine Klassen spiele ich nicht großartig, außer mein Magier so, ne? Aber der ist jetzt auch nicht so aufgebaut, dass der jetzt so eine Glass Cannon ist, dass der jetzt auch so doll schwankt. Ich habe für Magierverhältnisse eine relativ gute Skillung und Ausdauer auch drin, ne? Deswegen geht das noch einigermaßen. Meine Waffenspanne ist relativ hoch auf meinem Main, das muss man sagen. Aber ansonsten von der Stat-Verteilung her geht's. Da will ich jetzt ja momentan ein bisschen gegenlenken. Da will ich wieder ein bisschen mehr
in die Magier-typische Richtung zurückgehen und ein bisschen ja, in Richtung 60-40 auf jeden Fall wieder zurückgehen. Und ja, es ist auf jeden Fall für Magier, denke ich mal, generell eine sehr, sehr gute Skillung, sag ich mal so. Ne? Ich glaube, ich bin jetzt da, ich bin schon auf einem guten Weg. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie 60-40 jetzt schon bin, aber so in die Richtung soll es auf jeden Fall dann auch in Zukunft dann weitergehen. Ne? Genau, und währenddessen, ja, nähern wir uns hier langsam unserem Ziel. Wir sind hier schon auf Stufe 266. Die Pilze schwinden natürlich auch dahin. Ich wollte natürlich auch nicht so viel ausgeben, weil wir natürlich uns auch komplett neu equippen wollen. Aber wir sind jetzt hier, ja, also der Gegner und der danach, der sollte eigentlich noch relativ gut machbar sein. Die würde ich noch mitnehmen. Und danach würde ich dann, glaube ich, erstmal Pause machen, weil, ja, dann haben wir da einen Gegner mit 1%, der sieht dann schon wieder ein bisschen schwieriger aus, ne? Da der hier und der jetzt danach noch 3% haben, sollten die eigentlich ein bisschen schneller gehen, ein bisschen, ja, vielleicht auch nicht, ne? Und ja, dann haben wir hier schon mal gut auf der Hälfte. Wir haben ja noch die Woche Zeit bis Sonntag, ne? Eine komplette geschlagene Woche haben wir noch Zeit hier, das Level abzuholen. Und wie gesagt, Hades ist dann halt ebenso bei uns immer noch so im Hinterköpfchen, dass falls alle Stränge reißen sollten, dass wir Hades dann noch versuchen. Also wenn der fällt, ne, dann ist GG. Dann haben wir das Freifahrtsticket dann auf Stufe 606 und können uns dann halt easy auf der Stufe dann neu equippen. Ne? Ja, die Tries sehen echt gut aus, so, ne? Also mitunter. Auch nicht alle, aber mitunter sehen die schon sehr, 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 sehr schmackhaft aus, auf jeden Fall. Gut, da haben wir den Gegner noch besiegt. Jetzt haben wir noch den zweiten mit 3% und dann, ja, haben wir ein paar Etagen hier wieder geschafft im Sandsturm. Ist nicht verkehrt, hat natürlich auch wieder gut Pilze gekostet, ja. Aber ich werde wahrscheinlich sowieso nochmal aufladen, denn zum LD hier auf dem Server. Damit wir uns hier ja komplett neu, ja, Leggy-technisch dann eindecken werden. Da freue ich mich schon sehr drauf. Es wird ein Spektakel, ja, und auch relativ cool auf jeden Fall. So, fällt der noch? Wie gesagt, wir sind hier auf der Ebene 67. Hier bei dem, ja, der müsste noch fallen. Und dann wäre ich jetzt erstmal so zufrieden. Ich glaube sogar, dass wenn wir den jetzt noch legen, dass wir auch vielleicht, ich weiß es nicht, auch ohne Hades noch irgendwie so knapp das Level up erreichen. Keine Ahnung. Aber ja, wie gesagt, eine Woche haben wir Zeit. Bis dahin sind wir wieder stärker. Bis dahin sollten wir wahrscheinlich, sehr nice. Sollten wir vielleicht auch wieder nochmal ein Try oder nochmal eine Etage mehr im Sandsturm schaffen. Das geht ja immer relativ ja, fix, sag ich mal so, ne? Ja, sehr gut. Ne? Da haben wir wieder den Fall gehabt jetzt hier. Der ging jetzt deutlich, deutlich einfacher hier mit der Prozentanzahl als der hier. Der ging jetzt deutlich, deutlich schneller. Ne? Das sind so manchmal die Sachen, ja, die kann man nicht beeinflussen. Das ist halt ja, easy. Der war jetzt Free Try wieder hier, ne? Das ist halt einfach manchmal Glück und Pech hier im Dungeon. Ja, das ist halt dann einfach so, ne? Manchmal fuckt es natürlich ab, wenn man so denkt, okay, ey, der hat doch jetzt hier, guck mal, geht wieder viel leichter jetzt hier auf einmal. Guck mal, der hat doch jetzt viel geringere Chancen als der andere. Der müsste doch in der Theorie, müsste der doch jetzt deutlich einfacher liegen, so, ne? Ja, und dann liegt einfach ein Gegner, der deutlich weniger Chancen hat, so. Ne, liegt dann einfach First Try gefühlt, ne? Also ja, manchmal ein bisschen komisch. Aber wir haben es noch geschafft bis 271, also doch noch ein bisschen weiter, als ich ursprünglich jetzt gedacht hätte, beziehungsweise zwischendurch. Ansonsten war, glaube ich, unser Ziel bis zur 73 zu gelangen. Aber da sind wir relativ nah rangekommen auf jeden Fall und bin ich dann doch jetzt erstmal soweit happy. Und ja, das sieht erstmal schon mal sehr, sehr gut aus auf jeden Fall. Da haben wir ein bisschen XP wieder reingeholt, ne? Und das kriegen wir auf jeden Fall hin, mit Stufe 606 dann in den LD reinzugehen. Ne, hätten wir sonst nicht geschafft, wenn wir jetzt den Sandsturm noch ein bisschen gemacht hätten. Ich habe mir gedacht, okay, ey, nehmen wir noch schnell das Hexen-Event ein bisschen mit, das lohnt sich dann. Ne? Und dann haben wir dann schön leeres Inventar, sind ein paar Etagen weiter
Und ja, dann haben wir erstmal eine solide Grundlage bis dahin denn, ne? Ansonsten war es das soweit von mir. Wie gesagt, falls ihr den Stream nicht verpassen wollt, am Donnerstag gehen wir um 15 Uhr rein in den LD und am Sonntag dann mit Paul zusammen und seine Dungeon-Pausenauflösung und meine Neuequippung dann so ab 18 Uhr circa, vielleicht sogar ein bisschen früher, spätestens 18 Uhr wird es dann werden, weil wir dann, ja, das wird ja auch ein bisschen länger dauern, so, ne? Komplette DP auflösen, das dauert schon ein paar Stündchen und das wird dann wieder so ein sehr, sehr langer Stream bis mitten in die Nacht reingehen auf jeden Fall. Bis dahin alles Gute, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.